Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder einige Produkte aus der Drogerie getestet und möchte heute meine persönlichen Erfahrungen mit euch teilen. Dann starte ich mal mit diesem neuen Duschgel von Balea Med und zwar ist es das Ultra Sensitive Totes Meer Duschgel. Ich will zunächst mal was Positives sagen und zwar ist dieses Duschgel parfümfrei, was meiner Meinung nach einfach richtig toll ist, denn es gibt nach wie vor nicht sonderlich viele parfümfreie Duschgele. Von daher habe ich mir das auch gekauft, weil ich es extrem unterstützenswert finde. Denn ich bin Duftstoffallergikerin und musste sowieso so ein bisschen drauf achten. Aber auch alle anderen Personen, die duftempfindlich sind, freuen sich natürlich über parfümfreie Produkte. Von daher ist das auf jeden Fall großartig. Aber was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist das Schaumverhalten von diesem Duschgel. Denn jedes Mal, wenn ich versucht habe, das irgendwie in den Händen aufzuschäumen, ich habe mal mehr, mal weniger Wasser benutzt, hat es einfach nicht ausreichend Schaum erzeugt, damit ich es gleichmäßig auf dem Körper verteilen kann. Das heißt, ich bin auch gezwungen, mehr Produkt zu benutzen, um es gleichmäßig auf der Haut zu verteilen. Deswegen ist das für mich persönlich auch kein Nachkaufkandidat. Auf das neue Glow Anti-Ox Toner Spray von Isana habe ich mich riesig gefreut, denn in der Theorie klingt das wirklich großartig. Hier ist 2% Niacinamid enthalten, welches talgregulierend und barriereunterstützend wirken kann. Und es ist ein Vitamin-C-Derivat drin, das antioxidativ wirken kann. Und ich bin auch echt happy, was das Marketing angeht, denn hier steht, wirkt antioxidativ und spendet Feuchtigkeit. Ich bin mir zwar nicht sicher, was die 24 Stunden angeht, aber es ist halt nicht so over the top wie bei manch anderen Produkten. Und ich freue mich einfach auch riesig, dass es sich hierbei um ein Gesichtsspray handelt. Das heißt, wir haben hier oben einen Sprühkopf, aber es sind 2 Deckel drauf, was ich nicht 100% nachvollziehen kann. Wir haben hier oben diesen Deckel. Dann haben wir noch einen kleinen Deckel auf dem Sprühkopf drauf. Ich finde, da hätte sich Rossmann ein bisschen mehr Zeit nehmen können, um die passende Primärverpackung zu finden. Ich weiß, dass die meisten Sprühköpfe mit einem Deckel daherkommen. Das weiß ich auch aus meiner eigenen Produktentwicklung, also als ich selber Sprühköpfe für mein eigenes Gesichtswasser gesucht habe. Nichtsdestotrotz hätte man sich einfach vielleicht für eine andere Verpackung entscheiden können, wo nicht noch so ein Deckel mit drauf ist, weil das aus meiner Sicht nicht nur unnötig ist, sondern auch noch für mehr Müll sorgt. Aber an sich ist der Sprühkopf schön angenehm, erzeugt einen feinen Nebel, lässt sich gut verteilen, nur das Finish ist ein bisschen klebrig, weshalb ich dieses Spray hauptsächlich abends verwenden werde. Zum neuen Balea Beauty Expert Calming Toner hatte ich ja bereits was gesagt, aber wollte euch noch mal auf den neuesten Stand bringen. Ich finde nach wie vor, dass das Produkt in Ordnung ist. Es ist, was die Formulierung angeht, jetzt nicht so wirklich spannend, zumindest aus meiner Sicht. Vor allem, wenn ich es mit dem gleichnamigen Serum vergleiche, denn das Serum enthält einfach noch ein paar mehr barriereunterstützende Inhaltsstoffe, fühlt sich sehr ähnlich an, hat eine ähnliche Konsistenz. Das heißt, wenn ich euch eins der beiden Produkte empfehlen müsste, dann wäre es definitiv das Serum. Und wenn ihr auch bereits den Balea Med Milky Toner habt oder diesen Isana Milky Moisturizer, dann müsst ihr diesen Toner nicht unbedingt haben, denn am Ende des Tages ist das halt mal wieder eher ein serumartiges Produkt. Das Inao Dewy Drop Serum habe ich mir tatsächlich nur zugelegt, weil es das erste Produkt von Inao ist, das komplett parfümfrei ist. Ich habe ja alle anderen Produkte von Inao leider nicht regelmäßig benutzen können, weil mir die Beduftung einfach zu extrem war. Dieses Serum verzichtet auf eine Parfümierung, aber weist dennoch einen dezenten Eigengeruch auf, den ich ja so ein bisschen als Meerwasser ähnlich beschreiben würde. Und dieser Eigengeruch verschwindet auch relativ schnell. Das heißt, er hängt einem nicht die ganze Zeit in der Nase rum. Das Serum enthält einige hydratisierende Inhaltsstoffe. Es lässt sich gut verteilen. Und ich finde auch, dass es nicht übermäßig klebrig ist. Das Einzige, was doof ist, ist einfach, dass man das Serum nicht in der Drogerie beziehen kann. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es sich unbedingt lohnt, dieses Serum online zu bestellen. Ich wollte euch ja noch auf dem Laufenden halten, was das Alverde Sensitive Reinigungsöl angeht und muss meine anfängliche Vorfreude so ein kleines
kleines bisschen revidieren, denn mir ist aufgefallen, dass dieses Reinigungsöl nur unter ganz bestimmten Bedingungen funktioniert. Und zwar muss das Wasser möglichst warm sein, also es darf nicht zu kalt, nicht zu lauwarm sein, ansonsten lässt sich das Reinigungsöl nicht ordentlich aufemulgieren. Und wenn man einfach auch zu viel Produkt auf der Haut drauf hat, beispielsweise keine Ahnung, eine wasserfeste Sonnencreme, mehrmals aufgetragen oder dickere Schichten an Make-up, dann hat das Reinigungsöl so seine Probleme. Aber wenn ich leichtere Hautpflege auf der Haut drauf habe, wie meine Alltagssonnencreme oder ja, so ein bisschen die Augenbrauen, ein bisschen Concealer hier und da, also jetzt keine großflächige Foundation oder sowas, dann bekomme ich die Sachen mit dem Reinigungsöl eigentlich ganz gut runter, wenn das Wasser warm genug ist. Und für mich persönlich sind das einfach aktuell noch zu viele Wenns, als dass dieses Reinigungsöl ein Nachkaufkandidat wäre. Und ich glaube auch, dass mir einfach das Isana Reinigungsöl ein kleines bisschen besser gefällt. Apropos Reinigungsöl, ich habe auch das Reinigungsöl von Hautsache ausprobiert und muss sagen, dass das wieder so ein Reinigungsöl ist, das ich wahrscheinlich nicht mehr in meinen Alltag integrieren werde. Ich finde es zwar toll, dass es sich super verteilen lässt, dass es bei mir nicht in den Augen brennt und dass es ein schönes Hautgefühl erzeugt, aber ich persönlich finde einfach, dass ein Reinigungsöl zumindest für mich auch ohne Double Cleansing funktionieren muss, dass ich nicht gezwungen bin, einen zweiten Reinigungsschritt machen zu müssen. Ich meine, das muss am Ende jeder selber entscheiden, ne, ob man jetzt einen zweiten Reinigungsschritt machen will. Aber es ist natürlich schön, wenn man die Wahl hat. Und bei diesem Reinigungsöl musste ich einfach feststellen, dass ja nach längerer Verwendung meine Haut unruhiger geworden ist. Und das ist für mich meistens ein Zeichen, dass da irgendwelche Rückstände auf der Haut zurückgeblieben sind, die ich dann natürlich mit einem zweiten Reinigungsschritt entfernen muss. Und das funktioniert wiederum für meine Haut, die super empfindlich ist und die auch schnell strapaziert ist, auf Dauer nicht sonderlich gut. Aber ich finde es deutlich besser als das Balea Med Cica Reinigungsöl. Und ich finde es auch deutlich besser als das Reinigungsöl von Müller. Zum Schluss habe ich hier noch zwei weitere Produkte von Hautsache am Start. Und zwar einmal die Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 50 Plus und das Vitamin C Serum. Und zu dem Vitamin C Serum werde ich am Ende was sagen, weil ich da einfach ein bisschen mehr dazu erklären möchte. Deswegen starten wir mal mit der Tagescreme. In der Theorie klingt diese Tagescreme wirklich toll. Die Formulierung ist komplett parfümfrei. Es sind moderne UV-Filter enthalten und das Produkt kommt in einem Pumpspender daher, was super praktisch ist, um die benötigte Menge dosieren und einschätzen zu können. Ich bin sowieso der Meinung, dass viel mehr Produkte mit integriertem UV-Schutz oder aber auch Sonnenschutzmittel in solche Pumpspender gepackt werden sollten. Die Marken 1 Gramm abwiegen sollten und eben die entsprechenden Pumphübe auf die Verpackung packen sollten, damit einfach jeder für sich selber entscheiden kann, welche Körperfläche man damit einschmieren möchte. Denn Sonnenschutzmittel werden nach einer international anerkannten, standardisierten Methode getestet, bei der 2 Milligramm des Produkts je Quadratzentimeter Haut aufgetragen wird und auf dieser Grundlage wird dann die Schutzleistung bestimmt. Das heißt, die 2 Milligramm je Quadratzentimeter Haut sollte man auch auftragen, zumindest wenn man die deklarierte Schutzleistung erreichen möchte, was in diesem Fall Lichtschutzfaktor 50 plus ist. Und jetzt komme ich zu meinem Problem. In der Theorie klingt dieses Produkt wirklich toll, aber wenn ich die benötigte Menge auftrage, und zwar 2 kräftige Pumphübe, zumindest im Gesicht, dann rollt sich dieses Produkt ab. Also ich kann kein Make-up drüber auftragen, ich kann meinen Concealer nicht auftragen, weil sich einfach dieses Produkt komplett abrollt und ich finde auch nicht, dass es sich super angenehm auf der Haut anfühlt. Ich habe in den 10 Jahren, seit ich diesen Kanal habe, seit ich meinen Blog habe ich wirklich etliche Sonnenschutzmittel, Tagescremes und so weiter ausprobiert und es gibt welche, die für mich richtig gut funktionieren. Einer meiner Favoriten ist die Hyalu Cica Sonnencreme von Skin Chonsa, mit der komme ich wunderbar zurecht. Die kann ich fix auftragen und ja, nach 5 Minuten ist die eingezogen und sieht wunderschön auf der Haut aus. Es krümelt sich nichts runter, ich kann ohne Probleme mein Make-up drüber auftragen.
Also es gibt auch super viele Produkte, die wunderbar für mich funktionieren, aber dieses gehört leider nicht dazu. Und ich sollte vielleicht auch vorher sagen, dass ich nicht unbedingt ahnungslos bin. Also ich würde sagen, dass ich schon eine gewisse Ahnung habe von Kosmetikprodukten. Zum einen, weil ich eine eigens entwickelte Hautpflegelinie habe, wo ich auch selber mit den Rezepturen beschäftigt war, also die ich auch wirklich selber mit angerührt habe und rumprobiert habe, Konzentrationen selbst angepasst habe und geschaut habe, wie sich die Produkte verändern, wie sie sich in der Praxis verhalten und habe das dann sozusagen zusammen mit meinem Hersteller fusioniert und habe diese Produkte dann rausgebracht. Und ich bin immer noch dabei, also ich rühre nach wie vor gerne eigene Rezepturen an, probiere Dinge aus, bin auch gelernte Drogistin, habe jahrelang in der Drogerie gearbeitet und habe auch ein eigenes Buch zum Thema Hautpflege rausgebracht. Ich sage das nur an dieser Stelle, weil ich ja kürzlich auch eben so ein Reel zu diesem Produkt rausgebracht habe und gezeigt habe, wie es sich auf meiner Haut verhält, und man hat wirklich eindeutig sehen können, dass diese Tagescreme zumindest bei mir vom Gesicht krümelt, und ich habe danach wirklich die wildesten Privatnachrichten erhalten. Ich würde rumhaten, ich hätte keine Ahnung und ich bin ja keine Expertin und was weiß ich alles, aber ich würde wirklich an dieser Stelle einfach gerne mal sagen, dass ich mich nicht als ahnungslos bezeichnen würde, und ich weiß auch, wie manche Kunden und Kundinnen strugglen, wenn sie in der Drogerie sind und wenn sie nicht genau wissen, wie Produkte performen, wie sie benutzen müssen und ja, ob das Marketing auch tatsächlich der Realität entspricht. Und ich bin selber Kundin. Das heißt, ich wünsche mir natürlich auch, wenn ich solche Produkte kaufe und mein eigenes Geld ausgebe, dann wünsche ich mir nichts von tiefstem Herzen, als dass diese Produkte für mich funktionieren. Denn ich teste viele Produkte, um euch meine Meinung mitzuteilen, um euch vielleicht möglichst viele Informationen mitzugeben, mit denen ihr dann selber was anfangen sollt im besten Fall und auch selber Produkte einschätzen sollt. Aber ich kann niemanden abnehmen, selber das Produkt zu kaufen und eigene Erfahrungen zu machen. Und das ist auch nicht das, was ich kommunizieren will. Wenn ihr die Produkte trotzdem testen wollt, wenn ihr sie ausprobieren wollt, dann macht das. Alles in allem ist diese Tagescreme leider nichts für mich und ich hätte mir so sehr ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber es macht ja auch keinen Sinn, euch irgendwas vorzugaukeln, vor allem wenn die Bilder mehr als 1000 Worte sagen. Aber ganz unabhängig von diesen individuellen Erfahrungen gibt es natürlich auch noch ein paar andere Punkte, die ich nicht ganz so schön finde. Zum Beispiel wird auf der Verpackung angegeben, dass diese Tagescreme einen hohen UVA-Schutz haben soll. Aber leider gibt es hier weder ein UVA-Siegel noch irgendwie andere transparente Informationen zu dem UVA-Schutzwert. Ich meine, klar muss man nicht alles auf die Verpackung draufdrucken, aber dann kann man es ja wenigstens auch auf der Webseite irgendwo angeben, denn man kann von seiner Kundschaft nicht erwarten, dass alle Leute sich irgendwo auf Social Media bewegen und sich vorher im Laden ein YouTube-Video anschauen oder irgendeinen Livestream auf Instagram. Das Vitamin C Serum ist für mich persönlich aktuell ausschlaggebend dafür, dass ich keine weiteren Produkte von Hautsache testen werde, weil ich mich als Kundin so ein bisschen veräppelt fühle, wenn ich ehrlich sein soll. Also in der Theorie klingt das Vitamin C Serum nicht verkehrt. Hier ist 15% Ascorbinsäure enthalten, wobei ich sagen würde, dass das keine unbedingt einsteigerfreundliche Konzentration ist und auch der pH-Wert bewegt sich nicht unbedingt im optimalen Bereich. Man sagt ja so, dass Ascorbinsäure in einem Bereich zwischen 3 und 3,5 nicht nur besonders wirksam, sondern auch besonders stabil ist. Denn ihr müsst wissen, dass Ascorbinsäure vor allem in wasserbasierten Produkten, was auch auf dieses Serum zutrifft, relativ schnell instabil wird und oxidiert, und das merkt man auch daran, unter anderem, dass das Produkt sich nach und nach verfärbt. Wir haben im besten Fall bei einem Ascorbinsäure-Serum erstmal ein klares Produkt, aber das ist sehr, sehr selten. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze zu stabilisieren. Es gibt auch Inhaltsstoffe, die dafür bekannt sind, Ascorbinsäure zu stabilisieren, wie beispielsweise Ferulasäure, die übrigens in diesem Produkt nicht enthalten ist. Und Ferulasäure, ja, die sorgt auch dafür, dass das Endprodukt dann so ein bisschen wurstwassermäßig riecht. Also das ist auch dieser krasse Geruch, den ihr zum Beispiel bei anderen Serien wahrnehmt, die unter anderem Ferulasäure enthalten. Ich glaube sogar, das von Geek & Gorgeous enthält Ferulasäure, und deswegen
riecht das Produkt nun mal so, wie es riecht. Hinzu kommt dann vielleicht eben auch noch dieser Geruch, der dadurch zustande kommt, dass die Ascorbinsäure oxidiert, der dann immer intensiver in so eine metallische Richtung geht. Ich habe mich einfach gewundert, nachdem ich das Serum auf meiner Hand gepumpt habe, dass es schon so intensiv gelb ist, also fast schon senfgelb aussieht. Das ist nicht schädlich für die Haut, aber es kann die Haut einfärben und irgendwann ist einfach auch deutlich weniger Ascorbinsäure enthalten, als auf der Verpackung angegeben wird. Und ich hatte auch tatsächlich mit einbezogen, dass die Rohstoffe, die hier noch mit enthalten sind, dass die auch ja, für eine gewisse Färbung sorgen könnten. Aber daraus hat sich für mich persönlich diese Intensität der Färbung nicht erschlossen. Und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass das der Kundschaft nicht kommuniziert wurde, dass das nicht transparent geteilt wurde und dass erst irgendwie im Nachhinein, Tage nach dem Launch, ein Swatch bei DM im Shop hochgeladen wurde, die Beschreibung wurde angepasst, also wirklich Tage danach, weil auch viele Fragen der Kundschaft unbeantwortet blieben. Viele Kunden und Kundinnen haben das Produkt reklamiert, weil sie sich verunsichert gefühlt haben, und das kann ich zu 100% nachvollziehen, denn wenn in einem Video ein Serum komplett klar aussieht, also in einem Auftragsvideo, und man dann eins kauft, das eine intensive, senfgelbe oder orange oder fast schon braune Farbe hat, dann ist man mal verunsichert, und das verstehe ich zu 100%. Aber dann kann man ja auch mal sagen, als Unternehmen, weil hier steckt ja einfach ein großes Unternehmen dahinter, sorry, da ist irgendwas schief gelaufen, irgendwas ist blöd gelaufen, tut uns leid. Wir versuchen es besser zu machen und wisst ihr, irgendwas in diese Richtung, aber nein, es wird halt ja, versucht auch irgendwie das mit dem Mandelöl zu erklären. Ja, hier ist Mandelöl enthalten, aber das ist für mich auch keine Erklärung für diese krassen Schwankungen, zumal raffiniertes Mandelöl keine so dermaßen intensive gelbe Farbe aufweist, und es ist auch nicht in hoher Konzentration in dem Produkt enthalten, weil der Inhaltsstoff Ethoxydiglykol, den man hier vorfinden kann, ist innerhalb der EU eingeschränkt und darf in solchen Produkten nur bis zu einer maximalen Konzentration von 2,6% genutzt werden. Das heißt, das Mandelöl bewegt sich auch maximal in diesem Bereich. Ich meine, es muss ja nicht mal an der Rezeptur liegen. Es kann ja auch sein, dass die Flaschen falsch gelagert wurden, dass bei der Abfüllung irgendwas passiert. Das wissen wir einfach nicht. Aber alles aufs Mandelöl zu schieben, das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Vor allem, weil ich auch auf Instagram in meinen Privatnachrichten alles Mögliche von diesem Serum gesehen habe. Von nahezu klar, zu intensivgelb, zu orange, zu braun. Mal abseits von dieser Problematik ist das kein Ascorbinsäure-Serum, das ich nachkaufen würde, weil ich einfach Produkte mit Ascorbinsäure habe, die ich lieber benutze. Ich setze ja mittlerweile auch eher auf wasserfreie Ascorbinsäure-Serien, weil die einfach länger stabil sind, die muffeln nicht so und die färben auch meine Haut nicht so extrem ein. Und deswegen ist das einfach kein Produkt, das ich gerne verwende. Es ist mir einen Ticken zu klebrig. Ich bin da empfindlich, was Klebrigkeit angeht. Das heißt, ich kann es auch morgens nicht benutzen, und ja, für abends habe ich, wie gesagt, eher meine wasserfreien Ascorbinsäure-Produkte, die für mich persönlich deutlich besser funktionieren und die ich eben auch aufgrund der Formulierung deutlich besser vertrage. Das war es schon mit meiner persönlichen Einschätzung dieser neuen und tollen Drogerieprodukte. Ich hoffe, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat, und natürlich sollt ihr selbstverständlich wie immer eure eigenen Erfahrungen machen. Ich sage das einfach gern nochmal dazu. Das ist kein Aufruf dazu, keins der Produkte zu kaufen und auszuprobieren. Das ist am Ende des Tages euer Geld. Ich versuche euch nur zu helfen, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen und zu schauen, welche Aspekte euch vielleicht ein bisschen wichtiger sind, wenn ihr wisst, was mir beispielsweise wichtig ist. Und ja, von daher, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es in irgendeiner Form hilfreich war, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, oder wenn ihr es teilen würdet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!